Hallo, schafft es dieses kleine Gerät, einen Milchschaum zu produzieren, der mit einer Espressomaschine mithalten kann? Das finden wir heute raus. Als kleiner Disclaimer vorweg, das Wohlfühlpaket hier habe ich von Subminimal gestellt gekriegt, dafür habe ich nichts gezahlt. Ich werde für diesen Review aber auch nicht bezahlt. Das heißt, es ist nicht ganz unbeeinflusst, denn wenn man was geschenkt kriegt, ist man dem Ganzen doch etwas positiver gegenübergestellt. Nichtsdestotrotz versuche ich das so objektiv wie möglich zu bewerten und die sehen das vorab auch nicht. Das heißt, das, was ihr seht, sehen die zu dem genau gleichen Zeitpunkt. Schauen wir uns ganz kurz an, um was es heute geht. Ich habe von Subminimal den V2 gekriegt, das ist quasi die zweite Version von ihrem Nanoformer. Dann den Lithium, das ist die Premium-Version, ein Milchkännchen und ein Milchthermometer. Gut, schauen wir uns die zwei Produkte einfach mal an. Wir haben einmal den Lithium und einmal den V2. Der Lithium unterscheidet sich zum V2 einfach darin, dass er nochmal deutlich mehr Power hat, was von Vorteil ist, wenn man große Mengen Milch schäumen möchte. Man kann ihn auch von der Geschwindigkeit justieren, also es gibt auch eine langsamere Geschwindigkeit, was wiederum von Vorteil ist, wenn man kleinere Mengen schäumt. Ist also einfach ein bisschen flexibler und hat ein bisschen mehr Power. Weiterer Unterschied, der V2 ist batteriebetrieben, da müssen zwei 2A-Batterien oder Akkus eben rein und der Lithium, der hat einen verbauten Akku, der über USB-C aufgeladen werden kann, was tendenziell deutlich praktischer ist. Sonst sind die eigentlich relativ baugleich. Ich habe beiden gleiche Propellergröße, die gleichen Siebe sind vorne dran, also da gibt es jetzt eigentlich keine großen Unterschiede. Beide sind spritzwassergeschützt, man kann sie also auch unterm Wasser gut abspülen, aber zur Reinigung komme ich nachher noch kurz. Ja, und das sind eigentlich so die Key Features. Man kann dieses Sieb hier vorne bei beiden auch austauschen. Da gibt es einen Fine und einen Superfine, also einfach von der Maschengröße sind die unterschiedlich. Ja, und that's basically it. Dann schauen wir uns das Milchkännchen an, also ja, ist halt ein Milchkännchen. Ja, aus Edelstahl, in dem Fall jetzt noch beschichtet, matt schwarz, kann man auf den Herd stellen oder auf den Gasgrill oder was auch immer, also ist auch für unterwegs geeignet. Der Griff ist aus Kunststoff, es wirkt alles recht solide verbaut und fest, wobei ich den Griff ein bisschen fett finde tatsächlich. Dafür hat es eine schöne Ausgießlippe, es hat eine kleine Markierung drin, damit man weiß, wie viel Milch man ungefähr reingemacht hat. Ja, und sonst it is what it is. Last but not least schauen wir uns das Thermometer noch an. Ist ein ganz einfaches Laserthermometer, also kontaktlos, kontinuierlich messen, punktuell messen, beides möglich. Misst in Celsius oder Fahrenheit. Bei Fahrenheit tendenziell nicht so interessant ist für uns. Hier gibt es noch einen kleinen Clip für den Gürtel oder Keck an die Westentasche, wo man es eben auch tragen möchte. Und ja, kostet um die 30 €. Muss man wissen. Also ich persönlich bin kein Freund von Laserthermometern, weil ich es einfach unpraktisch finde. Ich finde es schöner, ein Thermometer zu haben, was ich in die Milch beim Schäumen reinstellen kann und einfach kontinuierlich Feedback habe. Zweiter Nachteil dabei ist, dass ich hier quasi nur die Oberfläche messe. Das heißt, ich muss immer wieder schwenken, um quasi eine Vermischung zu haben, um die tatsächliche Temperatur zu erfahren. Sonst messe ich, wie gesagt, nur die Oberfläche. Auch ein Minuspunkt. Also Laserthermometer als Milchthermometer kann man mal machen. Ist jetzt nicht die praktischste Version, aber wenn man unterwegs ist, ist sowas natürlich ein bisschen handlicher wie so eine lange Stange. Ja. An dieser Stelle auch noch ein kleines Dankeschön an meine Patreons, die mir ein Budget zur Verfügung stellen, mit dem ich solche Sachen kaufen kann. In dem Fall habe ich es jetzt geschickt gekriegt. Die erste Version habe ich tatsächlich gekauft. Wie dem auch sei, ein Teil davon geht wieder zurück an die Patreon-Community. Deswegen schau mal unten vorbei. Unten ist der Link. Kannst du mitmachen beim Gewinnspiel. Dann gehört vielleicht irgendwas von dem bald dir. Und ja, weiter geht's. Kommen wir zum Workflow und zu der Anwendung an sich. Relativ intuitiv. Ich muss halt meine Milch irgendwie heiß kriegen. Dafür eben das Kännchen, fülle meine Milch rein, stelle sie auf den Herd, warte bis sie um die 60 Grad hat. Kleines Problem, was man hierbei hat, stellt den Herd nicht zu heiß, sonst brennt euch die Milch unten im Kännchen an. Was dabei hilft, das ein bisschen zu vermeiden, ist, wenn ihr einfach eine kleine, dünne Schicht Wasser reingibt, die kurz aufkocht und dann die Milch erst drauf gibt. Das gibt so eine Art Schutzfilm unten an dem Kännchen und dadurch brennt die Milch nicht so schnell an. Das Ganze dauert so ungefähr 3 bis 4 Minuten, je nachdem wie viel Gas ihr gebt und wie viel Milch da im Endeffekt in dem Kännchen drin ist. Des Weiteren, wenn euch die Milch hier wirklich drin anbrennt, das Kännchen ist ein bisschen ätzend zum Saubermachen, weil es relativ schmal, dafür aber recht hoch ist. Ich habe recht große Pranken, ich komme nicht rein mit dem Schwamm bis an den Boden. Ja? Das heißt, ich komme nur mit 3 Fingern ein, da reißt mir hier immer egal, wer in der Gastro gearbeitet hat, kennt das Problem. Ja? Und wenn ich ein größeres Kännchen habe, komme ich da einfach mit der Hand ganz rein und komme halt bis an den Boden. Aber das muss jeder für sich wissen. Wenn ihr dünne Hände habt, Donald Trump
würde vielleicht auch unten dran kommen. Das gehört hier nicht hin. No politics. Wenn die Milch auf Temperatur ist, geht es ans Schäumen. Und das braucht tatsächlich ein bisschen Training, ist nicht ganz so einfach. Also es ist nicht Plug and Play, man muss schon ein bisschen üben. Weil die Verhältnismäßigkeiten beim Schäumen mit dem Nanoformer sind ähnlich, wie wenn ich mit Dampf schäume. Das heißt, ich muss so ein bisschen unterscheiden zwischen der Ziehphase und der Rollphase. Soll jetzt gar nicht zu kompliziert werden. Im Endeffekt, am Anfang müsst ihr Luft reinziehen in die Milch und am Ende arbeitet ihr die Luft, die ihr reingezogen habt, einfach schön ein, um eine schöne Textur zu kriegen. Und das müsst ihr eben auch mit dem Nanoformer machen. Das heißt, am Anfang haltet ihr eher ein bisschen an der Oberfläche und wenn ihr dann genug Volumen drin habt, wenn die Luft reingezogen ist, dann geht ihr mit dem Nanoformer ein bisschen nach unten und ein bisschen in die Ecke, könnt ihr so leicht diagonal halten auch, so dass keine frische Luft mehr mit reingezogen wird und die Luft, die drin ist, eben schön eingearbeitet werden kann. Des Weiteren müsst ihr dabei darauf achten, dass ihr eine schöne Rotation habt, also so einen leichten Sog, dass Blasen, die auf der Oberfläche sind, immer wieder mit nach unten gezogen werden. Je nachdem, wie fit ihr damit seid, braucht ihr so 30 bis 40, manchmal vielleicht sogar 50 Sekunden. Und da muss ich sagen, ein großer Vorteil bei der Geschichte ist, dass ich korrigieren kann. Bei der Dampfpflanze, wenn ich da einen Fehler mache, habe ich Pech gehabt, weil irgendwann wird die Milch einfach zu heiß und ich muss den Vorgang abbrechen. Das Problem habe ich beim Nanoformer nicht. Das heißt, wenn ich mich da mal verziehe und versehentlich Luft reinziehe, dann kann ich das wieder einarbeiten, indem ich einfach ein bisschen länger schäume. Das ist ein großer Vorteil. Interessante Sache an der Stelle noch, ich kann mit dem Nanoformer sogar kalten Milchschaum machen, wie ich ihn für einen Kaffee Freddo zum Beispiel brauche. Zu dem Thema Freddo habe ich schon mal ein Video gemacht, das verlinke ich euch hier oben oder unten in der Videobeschreibung. Könnt ihr mal reinschauen, dann wisst ihr, wie es geht. Kommen wir zum eigentlich interessanten Part der Qualität. Wie ist der Milchschaum vom Nanoformer im Vergleich zu dem an einer Dampfpflanze geschäumten Milchschaum? Und da muss ich sagen, war ich echt positiv überrascht, weil der steht dem von einer Dampfpflanze in nichts nach. Sowohl was die Textur angeht, was die Gießeigenschaften angeht, was die Langlebigkeit angeht, ja, also wie lang der Schaum steht oder wie kurz, als auch was das Volumen angeht. Also wirklich sehr, sehr gut. Und ein weiterer Vorteil, den ich finde, ist, dass je nachdem, was für eine Maschine man hat, die Milch verwässert auch nicht so stark oder weniger, weil ich das Ganze ja mechanisch aufschäume und nicht mit Wasserdampf und somit eben auch weniger Verwässerung habe. Das heißt, die Milch wirkt ein bisschen texturreicher, nicht so verwässert, also einfach ein bisschen dicker. Ihr habt ein feines und ein super feines Sieb in der Packung mit dabei. Da konnte ich persönlich jetzt keine immensen Unterschiede feststellen. Beim Superfein hat es schon so gewirkt, als ob der Milchschaum ein bisschen konsistenter ist, ein bisschen cremiger ist, dass die Luft einfach einen Ticken besser eingearbeitet ist. Das konnte ich aber tatsächlich wirklich fast nur im Direktvergleich rausfinden. Also da würde ich mir jetzt keine Raste machen, ob ihr fein oder superfein nimmt, ist beides gut. Stichwort Pflanzenmilch. Auch Pflanzenmilch kann man damit problemlos aufschäumen. Ich habe es mit Hafermilch probiert, funktioniert wunderbar. Man muss allerdings ein bisschen länger schäumen, hatte ich das Gefühl, um eine ähnliche Textur hinzukriegen. Mit ein bisschen Übung ist aber auch das kein Problem. Noch so ein paar Sachen am Rande. Reinigung. Auch super simpel, ja, einfach nach dem Schäumen direkt entweder unter einem Wasserhahn oder in einem Wasserglas kurz abspülen, nochmal aufdrehen und dann ist das Ding wieder sauber und trocken. Wer es ein bisschen gründlicher mag oder wer es mal vergessen hat und dann in die Ritzen rein muss, den Propeller kann man abdrehen, somit auch wirklich einzeln waschen. Man kann ihn auch austauschen. Also super easy in der Reinigung, kein Problem. Es gibt noch eine Wandhalterung dazu, dann kann man sogar aufhängen zum Trocknen. Ansonsten hat man so ein kleines, ja, so eine kleine Schachtel, so ein Röhrchen, wo man es eben reinstecken kann für unterwegs. Da muss ich sagen, da hätte ich es praktisch gefunden, wenn der Nanoformer in dieser Röhre auch ordentlich stehen würde, dass man ihn halt irgendwo ins Eck stellen kann. So muss man ihn immer legen, weil es ein bisschen wackelig ist, macht nicht so viel Sinn. Aber sonst grundsätzlich easy peasy, kein Problem, kann man wunderbar putzen. Weiterer Punkt ist die Batterielaufzeit. Beim V2 kommt es natürlich sehr stark darauf an, was für Batterien man da reinmacht, wie hochwertig die sind, ob es Akkus sind, ob der voll geladen ist, bla bla bla. Ihr wisst, was ich meine. Variiert. Bei dem Lithium, wenn der voll aufgeladen ist, also es ist so, der schaltet nach 90 Sekunden automatisch ab. Das ist so eine Abschaltautomatik. Und wenn man ihn diese vollen 90 Sekunden laufen lässt, was man normalerweise nicht braucht, wenn man normale Milch schäumt, dann kann man damit ungefähr 20 Intervalle machen, bevor man ihn nachladen sollte, weil er sonst ein bisschen an Power verliert. Das heißt, wenn man es jetzt runterrechnet auf 30 Sekunden pro Kaffee, dann könntet ihr ungefähr 60 Kaffees damit machen. Also je nachdem, wie viel ihr trinkt, habt ihr da schon eine ganze Weile Spaß dran, bevor ihr wieder laden müsst. Kommen wir zum Fazit und ich hoffe, du hast nicht geskippt und dir alles angeguckt. Wenn doch, okay, fair enough, mache ich auch oft. Grundsätzlich
ein Produkt, das sich aus meiner Sicht wirklich lohnt. Es ist einfach im Handling, es ist einfach sauber zu halten, die Ergebnisse sind top, easy as that. Soll es jetzt der V2 oder der Lithium werden? Ich finde, der V2 ja, hätte es jetzt eigentlich nicht gebraucht, aus meiner Sicht, weil, ganz ehrlich, der kostet 20 € weniger. Wenn ich mir dafür jetzt hoffentlich Akkus hole und nicht nur einzelne Batterien, dann brauche ich die Akkus, die sind ziemlich teuer, da zahle ich 6, 7 € für, dann brauche ich eventuell noch ein Ladegerät, dann halten die wieder nicht ewig, dann ich habe den Stress mit dem ständigen Laden, dann sind die natürlich immer dann leer, wenn man es gerade braucht und so weiter und so fort. Also das wäre mir die 20 € tendenziell schon wert, auf den Lithium abzugraden. Zudem hat der Lithium mehr Power, das heißt, ich kann auch größere Mengen Milch aufschäumen, er ist verstellbar von der Geschwindigkeit, das heißt, ich habe auch bei kleineren Mengen kein Problem. Ich habe eine Batterieanzeige, muss mich nicht um die Batterien kümmern. Also ich finde, der Lithium hat einfach rundum einen angenehmeren Workflow, ist einfach besser. Also investiert lieber die 20 € extra und holt euch gleich den Lithium, habt ihr eine deutlich entspanntere Nummer. Was die anderen Sachen angeht, ja gut, die kann man sich sparen, wenn man es eh schon hat, wenn man alles zusammen möchte. Wunderbar, wie gesagt, Kännchen, bisschen blöd von der Reinigung, weil zu schmal und zu hoch, da kommt man nicht richtig an den Boden unten ran. Sonst ja, ist es Geschmackssache, ob es einem liegt vom Handling her oder nicht. Ja, tut es auch jedes andere Kännchen, was tendenziell auch ein bisschen günstiger ist. Was das Thermometer angeht, habe ich auch schon gesagt, ich finde es praktischer, eins zu haben, was man wirklich reinstellen kann. Dafür muss man es nicht putzen. Also von dem her... Ja. Was das Handling angeht, es braucht eben einfach ein bisschen Übung. Wenn man diese Übung aber investiert und da ja, das ein paar Mal gemacht hat, dann kriegt man wirklich sehr, sehr gute Ergebnisse damit. Alrighty then. Meine Meinung zum Nanoformer. Wenn dir das Video gefallen hat, lass mir ein Like da, abonniere den Kanal, mach die Notifications an. Alles, was den Algorithmus davon überzeugt, dieses Video vielen, vielen, vielen anderen Leuten vorzuschlagen. Und wenn du meine Arbeit wertschätzen möchtest, wenn du gut findest, was ich gemacht habe, findest du unten einen Link zu meinem Patreon-Account. Da kannst du das sehr, sehr gerne machen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Da du abonniert hast, weißt du ja jetzt, wann es kommt. Und bis dahin wünsche ich dir noch eine gute Zeit. Ciao.